Herzlich willkommen zu diesem hübschen Muster. Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt teilbar durch 12 plus 6 Maschen mehr, kommen wir nun zur Reihe 1. Wir beginnen für Reihe 1 mit 2 Steigeluftmaschen und häkeln nun in die ersten 6 Maschen jeweils ein halbes Stäbchen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Danach kommen 5 Luftmaschen, 6 Maschen freilassen und ab der 7. wieder 6 halbe Stäbchen in die nächsten 6 freien Maschen häkeln. Fünf Luftmaschen, 6 Maschen freilassen und ab der 7. wieder 6 halbe Stäbchen häkeln. Und so im Wechsel die ganze Reihe: 6 halbe Stäbchen, 5 Luftmaschen, 6 Maschen freilassen und dann wieder 6 halbe Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe müsstet ihr so auskommen, dass ihr noch eure letzten 6 Stäbchen häkelt. Und dann ist unsere erste Reihe auch schon bereits fertig. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen wieder mit 2 Steigeluftmaschen und häkeln über die nächsten 6 halben Stäbchen, 6 halbe Stäbchen. Danach wieder 5 Luftmaschen, rüber in die nächste Reihe. Hier darauf achten, bei halben Stäbchen ziehen sich die Maschen zur Seite weg. Wenn ihr dann einmal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, beginnt hier bereits das halbe Stäbchen. Die Masche geht quasi nach links weg, obwohl das Stäbchen selber mehr nach rechts sich zieht. Nach den 6 halben Stäbchen dann wieder 5 Luftmaschen. Und auch dann hier wieder, wer es genau haben will, einfach durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier beginnt das erste halbe Stäbchen. Und dann 6 an der Zahl häkeln. Eine ganz einfache Reihe, immer im Wechsel. 6 halbe Stäbchen, 5 Luftmaschen und 6 halbe Stäbchen über die 6 halben Stäbchen. Und das war dann auch schon Reihe 2 und so sieht es dann aus. Für Reihe 3 wechsle ich nun die Farbe. Ich ziehe die neue durch die alte Farbe zu und häkel die erste Luftmasche mit allen Fäden gemeinsam ab.
Danach nehme ich nur die neue Farbe und mache damit die zweite Luftmasche. Und dann können wir mit Reihe 3 beginnen. Reihe 3 beginnt mit 2 Steigeluftmaschen und nochmal zusätzlich 5 Stück dazu, um rüberzukommen. Denn nun müssen wir in die Luftmaschenkette einstechen. Ihr könnt in die Kette einstechen oder drumherum. Ich mache es mir einfach und gehe drumherum und häkel dort meine 6 halben Stäbchen hinein. Dann sollte es so aussehen. Anfänger können sich hier in der zweiten Luftmasche von unten angezählten Marker setzen, damit ihr auf dem Rückweg seht, wo ihr die letzte Masche einstechen müsst. Danach kommen wieder 5 Luftmaschen und um die nächste Kette herum 6 halbe Stäbchen. Fünf Luftmaschen und um die nächste Kette herum 6 halbe Stäbchen. Und so sollte es dann aussehen. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe 5 Luftmaschen und in die letzte Masche, in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und ein halbes Stäbchen dort hinein häkeln, sodass wir einen schönen geraden Abschluss haben. Kommen wir zur Reihe 4. Hier beginnen wir auch wieder mit 2 Steigeluftmaschen und nochmal zusätzlich 5 Luftmaschen hinzu, um rüber zu kommen. Und auch hier gilt wieder, einmal abzählen, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, diese Masche, die sich leicht nach links von dem Stäbchen wegzieht, dort stechen wir ein und häkeln unser erstes halbes Stäbchen von 6. Und dann sieht das Ganze so aus. Und ab hier jetzt auch wieder im Wechsel immer 5 Luftmaschen und über die 6 halben Stäbchen 6 halbe Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe 5 Luftmaschen nicht vergessen. Und wir zählen 1, 2 und stechen in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und häkeln dort unser letztes halbes Stäbchen hinein und beenden somit Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Für Reihe 5 habe ich wieder die Farbe gewechselt und beginne mit 2 Steigeluftmaschen. Und danach kommen 6 halbe Stäbchen direkt um die Kette herum. Danach wieder 5 Luftmaschen. Rüber um die nächste Kette 6 halbe Stäbchen.
Und so immer im Wechsel, ganz unspektakulär, 5 Luftmaschen und 6 halbe Stäbchen um die Kette häkeln. Und am Ende der Reihe 6 halbe Stäbchen einfach um die Kette herum. Und das letzte halbe Stäbchen, welches als Steigeluftmasche zählt, stechen wir in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt ein und beenden somit Reihe 5 und haben einen schönen geraden Abschluss. Und das ist das eigentliche Muster. Reihe 5 war jetzt Reihe 1 und nun könnt ihr mit Reihe 2, 3 und 4 weitermachen. Ich nehme euch selbstverständlich mit, wie dieses Muster einmal hochwächst, damit ihr ein Gesamtbild davon bekommt. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Lasst die Nadeln glühen und bis dann. Ciao, ciao.